You look at me like I'm crazy when I shut my feelings out. You look at me like I'm different. Still you stay cause you feel something real. Get so lost in my moments. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Landlust Isan. Vadikrab Pipi, Vadikrab Tukon. Heute werde ich euch einfach ein Video zeigen. Es hat nun endlich der Regen eingesetzt. Ich denke, das ist auch mal schön zu sehen, hoffe ich zumindest für euch. Ich werde euch ein bisschen zeigen, wie sich hier alles so gefüllt hat. Und ja, werde sicherlich auch noch ein bisschen was von zu Hause mit reinnehmen, weil es hat wirklich stark geregnet. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall mit dem Video ganz, ganz viel Spaß. Und würde mich natürlich wieder freuen über zahlreiche Kommentare, über zahlreiche Likes. Ihr dürft das Video gern teilen und ich freue mich natürlich über jeden neuen Abonnent, der dieses Video sieht. Würde ich mich freuen und wünsche euch nun viel Spaß mit dem Video. Ja, ich würde sagen, ich fange an, euch ein paar Szenen von zu Hause aus zu zeigen, wie es bei mir morgens losging. Jetzt bin ich mittlerweile auf dem Land draußen, aber ich würde sagen, wir starten einfach das, was zu Hause so passiert ist am Morgen. Es war wirklich verrückt. Am Morgen kam nochmal ein wirklich starker Regen. Der Regen ging so, sage ich mal, 30, 40 Minuten lang. Mit dem Regen kamen dann die kleinen, also hier sagt man Meng Mau, das sind wie so, ja, also bei uns sagt man wahrscheinlich wie Eintagsfliegen, so größere. Und hier sind es anscheinend, habe ich mir sagen lassen, die Termiten, die anfangen zu fliegen. Ob das so stimmt, wer das weiß, kann das ja gerne mal in die Kommentare schreiben. So fing das auf jeden Fall morgens an. Coco und Cola hatten da einen Heiden Spaß dran. Die haben sich die Termiten oder was auch immer das war, hier heißt es einfach Meng Mau, die haben sich die Tierchen da schmecken lassen, die haben da wirklich mit Sicherheit 10, 15 Minuten nur diese Tierchen gejagt und gegessen. Ja, so fing das auf jeden Fall an und ja, schaut euch einfach ein paar Szenen bei mir zu Hause an und dann ging es raus aufs Land und da lasst euch einfach jetzt überraschen, was da alles so kommt. Ich zeige euch einfach ein bisschen was vom Land, wie sich das verändert hat vom Regen her, nachdem jetzt endlich der Regen gekommen ist. Und für mich ist es einfach toll zu sehen. Es ist, als wenn die Natur jetzt erwacht ist aus seinem Schlaf. Ja, es war heute wirklich für mich ein wunderschöner Tag zu sehen, wie jetzt wieder alles hier grün wird und blüht. Und ja, was nicht so schön ist, ist das Unkraut, wo natürlich jetzt auch wieder sprießt. Aber ja, lasst euch auf jeden Fall da ein bisschen überraschen. In dem Fall viel Spaß jetzt. You look at me like I'm crazy when I shut my feelings out. You look at me like I'm different. Ja, heute melde ich mich auch mal wieder von einem verregneten Tag. Ich habe gedacht, ich nutze die Zeit, mache euch trotzdem ein Video. Habe extra die GoPro mitgenommen, die ja Wasser ab kann. Von daher, ja, habe kein vernünftiges Mikrofon dabei, einfach nur das Mikrofon von der GoPro. Also falls der Ton nicht so ganz optimal ist, verzeiht mir das einfach. Und ja, ich wollte euch einfach auf dem Land mal zeigen, wie schnell sich die Seen, Flüsse hier, sage ich mal, innerhalb von 2, 3 Tagen Regen hier erholen, also der Wasserpegel wieder steigt. Ich werde euch da ein paar kleine Seen bei uns auf dem Land hier draußen zeigen und auch die Flüsse mal zeigen, dass ihr mal sehen könnt, wie schnell sich das füllt. Ihr hört ja im Hintergrund, denke ich, meine Schweine kreischen auch schon, weil es hat jetzt den ganzen Morgen geregnet. Es war mal eine kurze Zeit für 5 Minuten Pause mit dem Regen. Ich habe gedacht, ich schaff's, aufs Land zu fahren, hat dann sofort wieder angefangen. Muss ja aber irgendwann raus, meine Tiere füttern. Die Tiere verstehen das nicht, wenn ich sage, es regnet, ich kann jetzt nicht kommen.
Deswegen muss ich mir einfach ein bisschen Regenschutz anziehen und dann geht es trotzdem raus. Mein Plan ist es auch heute hier nach Pilzen zu suchen. Ich hatte vor 2 Tagen schon mal geschaut gehabt, da waren noch keine Pilze zu sehen. Vielleicht schaffe ich es jetzt oder vielleicht hoffentlich, sage ich mal, sind jetzt schon ein paar Pilze zu finden. Und das will ich halt eben auch noch machen und da nehme ich euch einfach ein bisschen mit. Jetzt stehe ich hier an dem einen See, der, ihr seht ja im Hintergrund, in der Nähe von den Wassertanks steht. Den würde ich euch mal kurz zeigen. Da hat sich der Wasserstand noch nicht so angehoben. Ich vermute, die Erde dort war ziemlich arg trocken, aber so langsam füllt doch der sich wieder. Ich würde es euch einfach mal kurz zeigen. Da seht ihr jetzt, ja, wie der Wasserstand jetzt hier ist. Da hat sich noch nicht so arg viel getan, aber ja, ich denke, lang wird es dann auch nicht mehr gehen. Wir haben die nächste Zeit noch Regen angesagt. Von daher denke ich, dass sich der See dann auch jetzt bald relativ schnell wieder füllt. Jetzt stehe ich an den 2 kleinen Seen, die vorm Haus sind. Da werde ich euch jetzt auch mal kurz zeigen, wie da der Wasserstand ist. Witzigerweise hat der eine See schon mehr Wasser drin als der andere. Warum das so ist, wie gesagt, entweder war da die Erde ziemlich trocken, ja, oder ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Aber der See hier, der kleine rechts neben mir, der hat schon ein bisschen mehr Wasser wie der andere. Auch da würde ich jetzt mal kurz rüberschwenken, könnt ihr da mal den Wasserstand sehen. Hier seht ihr jetzt eben der kleine Teich, wo rechts neben mir war. Der ist eben schon bedeckt. Der kleine Teich hier eben, da ist noch kaum Wasser drin, also noch kaum was zu sehen. Ja, aber ich denke, das wird jetzt relativ schnell gehen. Ihr seht ja, innerhalb von 2-3 Tagen haben sich die Seen hier schon wieder gut gefüllt. Ich würde sagen, ich laufe jetzt mal ein bisschen rum, zeige euch noch die anderen Seen und ja, oder beziehungsweise, wenn ich schon hier vorne bin, könnt ihr auch mal sehen, wie schön grün das jetzt hier vorne ist. Vorne auf dem Grundstück, wo wir die vielen Bäume haben. Ich habe auch schon gesehen, vorne kommen jetzt sehr viele kleine Bäume. Das werde ich dann euch auch noch mal gleich zeigen. Aber den könnt ihr jetzt hier mal sehen, wie das jetzt aussieht. Es ist wirklich unglaublich, wie schnell die Natur sich da aus der Trockenheit erholt. Also quasi im Standby-Modus war und jetzt ja, richtig loslegt. Ich laufe jetzt mal noch ein Stück vor, zeige euch mal die vielen kleinen Bäume, die da jetzt neu kommen, und dann geht es dann nachher nach hinten kurz aufs Grundstück. Cup after cup, yeah, it's just the way we do it. Ja, jetzt stehe ich mitten in unserem kleinen Urwald hier und wie gesagt, ich zeige euch mal kurz, dass ihr mal seht, wie schnell hier Bäume denn auch von alleine kommen. Das ist wirklich Wahnsinn. Und ja, es wird zwar jetzt immer schwieriger, sage ich mal, hier vernünftig das Unkraut zu schneiden. Jetzt ist es eigentlich unmöglich, hier mit der Motorsense durchzugehen. Das schafft man eigentlich nur, wenn man hier wirklich von Hand mit dem Messer durchgeht. Ich zeige euch mal kurz das Ganze. Ja, jetzt seht ihr, da überall kommen viele junge neue Bäume. Ist wirklich unglaublich dieses Jahr. Also das wird, wie gesagt, ein richtiger kleiner Urwald werden jetzt hier. Das ist eigentlich das, worauf meine Frau und ich mich schon lange drauf gefreut haben, dass das mal hier so weit sein wird, dass das hier quasi wie ein kleiner Urwald ist vor dem Haus, dass man eigentlich gar nicht so wirklich sieht, was hinten alles drauf ist auf dem Land. Und ja, ich nehme an oder hoffe, dass das dieses Jahr noch einiges mehr hier an Wachstum geben wird, weil ja, je höher die Bäume sind, desto mehr Schatten da ist, auch umso weniger Unkraut ist da. Und
ich werde mich jetzt eben auch hier heute ein bisschen auf die Pilzsuche begeben und mal schauen, ob ich hier vorne drin schon ein paar Pilze finden kann. Ja, wie schön sich auch der See mit den Bua, also den Seerosen hier, wieder gefüllt hat, das zeige ich euch auch. Den habe ich jetzt eigentlich schon eine gute Woche nicht mehr befüllt mit Wasser. Eigentlich nur durch das Regenwasser. Ich zeige euch das mal und dann könnt ihr auch gleich die Kokosnusspalmen noch sehen, die jetzt natürlich auch wieder richtig Freude haben mit dem Regen. Seht ihr jetzt hier, der See ist jetzt wieder richtig schön gefüllt. Ich nehme jetzt an, dass die Bua da sich denn jetzt wieder schön ausbreiten werden hier. Ja, also man kann einfach sehen, es ist herrlich, wenn man sieht, wie die Natur hier wieder ein bisschen erwacht durch den Regen. Und ja, habe jetzt auch meine Regenjacke ausgezogen, weil ich da drunter genauso schwitze, als wenn ich ohne Jacke rumlaufe und ein bisschen nass werde. Ja, genau, ich laufe jetzt mal noch ein bisschen weiter rum und zeige euch den Rest mal auch noch. Nobody can see us, still they wanna tear us apart. There's something different about the... Jetzt an den nächsten beiden Becken angekommen, wisst ihr ja, denke ich, aus meinen Rundgängen hier von der Farm. Dort, wo früher die alten Reisfelder waren, da sieht man das jetzt auch hervorragend. Die sind sich jetzt auch ordentlich am Füllen. Ich werde euch da auch mal kurz einen Schwenk noch machen. Seht ihr dort, füllt sich schon wieder gut. Dort auch. Und das ist, wie gesagt, sage ich mal, von den letzten 2-3 Tagen der Regen. Ich laufe jetzt mal noch weiter rum, dann kann ich euch bei der Gelegenheit auch gleich nochmal meine Fire Trees und den Don Va zeigen. Die haben auch schon wieder einen ordentlichen Schuss nach oben gemacht. Even if what we're doing is bad, there's so many emotions, sharing stories that we know. Ja, jetzt bei den Don Nionam, also den Fire Trees und dem Don Va bin ich angekommen. Würde ich euch auch kurz zeigen. Die haben auch nochmal ordentlich ausgetrieben. Hier der Don Va. Hier der erste Don Nionam. Und dort seht ihr auch wieder ein umgeknickter Ast. Also hier auf dem Land werde ich noch ordentlich aufräumen müssen. Hier der nächste Don Nionam. Da auch nochmal. Und hier der letzte, der eigentlich am mickrigsten war und jetzt bald die anderen schon überholt hat. Ja, also auch denen tut der Regen gut. Ich muss auch abends, am Abend dann nicht mehr bewässern zusätzlich, wenn es den ganzen Tag geregnet hat. Sammelt sich das Wasser ja schön in die Gräben, die ich außenrum gezogen habe, und ja, somit spare ich mir da jetzt auch das Wasser geben. Muss halt aber mehr Unkraut schneiden. You look at me like I'm crazy when I shut my feelings out. You look at me like I'm different. Still you stick. Ja, ich muss auch bei meinen Hühnerstall ein bisschen was nachbessern. Und zwar fällt mir schon die letzten 2-3 Wochen auf, dass ich Eier verliere oder halt weniger habe, was ich mir eigentlich bisher nicht so erklären konnte. Finde auch hier auf dem ganzen Land verstreut hier und da mal ein Ei oder beziehungsweise nur noch die Eierschalen. Habe mich auch schon öfters mal gewundert, warum meine Eier alle ein bisschen hin und wieder angepickt sind. Jetzt weiß ich die Ursache, habe das auch schon selbst gesehen, dass hier die Raben kommen und wie auch immer sie in den Hühnerstall kommen. Ich habe jetzt hier oben zwar so von dem Netz ein paar Stellen entdeckt, die ich jetzt demnächst noch ausbessern werde. Habe auch von dem Netz, um das Metallnetz, wo außenrum um den Hühnerstall ist,
habe ich auch schon gesehen, dass der Rost da ein bisschen angesetzt hat oder vielleicht auch versucht haben, die Raben dort reinzukommen. Da werde ich jetzt auch nochmal ausbessern müssen, dass mir da nicht immer wieder Eier abhanden kommen. Zum Beispiel gestern gerade hatte ich gerade mal so knapp an die 30 Eier, wo ich sonst eigentlich die letzten paar Tage auch immer wieder 40, 45 Eier hatte. Also ja, auch da muss ich noch ein bisschen Hand anlegen die nächsten paar Tage. Ja, also wer sich noch daran erinnern kann, an meine Gartenrundgänge, der kennt sicherlich auch die Fischteiche, die ich hier mal gehabt habe. Ansonsten verlinke ich euch auch mal ein Video von dem Rundgang, dann könnt ihr da mal jetzt den Wasserstand auch vergleichen selber. Hier seht ihr jetzt auch am besten, die zwei kleine Teiche sind sich auch schon ordentlich am Füllen. Ja, also das geht hier relativ fix. Das sind die zwei kleinen Teiche direkt neben dem Hühnerstall. Ich würde es euch gerade mal zeigen. Da seht ihr jetzt den Wasserstand, die waren ja bis vor einer Woche noch komplett trocken. Jetzt der eine See hier, kleine Teich, auch schon wieder gut gefüllt. Wenn das so weitergeht, dann füllt sich das hier relativ schnell jetzt wieder. Meinen Rundgang bezüglich den Pilzen habe ich gemacht. Pilze habe ich zwar welche gefunden, stand da ein bisschen aber in Verbindung, also im Videocall mit meiner Frau, die sagte mir, na, die Pilze kannst du nicht essen. Die Pilze an den Eukalyptusbäumen, die scheinen noch nicht rausgekommen zu sein. Da muss ich mal jetzt noch warten. Ich denke, da fehlt auch noch ein bisschen Sonne jetzt. Es hat ja jetzt 2-3 Tage geregnet. Ich denke, wenn jetzt ein paar Mal noch Sonne kommt, dann werden die sicherlich kommen. Ich werde das auf jeden Fall im Auge behalten. Habe auf jeden Fall da trotz alledem wieder ein paar schöne Mangos mitgenommen, die ich noch essen kann hier vom Land. Und ich fahre jetzt gleich noch raus auf ein anderes Land, werde da auch noch mal nach Pilze suchen, ob sich da was getan hat. Nehme euch auch dort auch noch mal kurz mit. Und ja, jetzt zeige ich euch noch mal kurz den See hier, den großen See, der sich meiner Meinung nach auch schon wieder ordentlich gefüllt hat. Seht ihr hier, also der hat sich meiner Meinung nach auch schon ordentlich wieder gefüllt. Also, dann würde ich sagen, ich sitze jetzt aufs Motorrad und dann geht es weiter aufs nächste Land. I fell in love with your colors. They kind of tell me what I'm thinking. So, jetzt noch einen kurzen Abstecher gemacht auf die Kautschukplantage von meiner Schwägerin, die wollte da gerne noch ein Video von haben. Ja, ich verbinde es liegt auf dem Weg zu unserem anderen Land, wo Pilze wachsen noch, und habe gedacht, ich mache jetzt da auch gleich ein kurzes Video von, zeige euch mal ihre Kautschukplantage, also ihre Kautschukbäume. Da wird es, denke ich, wieder Anfang nächsten Monat losgehen mit dem Kautschukschneiden, weil der Regen hat jetzt eingesetzt. Jetzt wird dann demnächst gedüngt und dann geht das Kautschukschneiden hier wieder los. Da bin ich euch auch noch ein Video schuldig drüber. Habe da auch schon Gespräche gehabt mit jemand, der da wirklich Profi drin ist. Den kennt ihr auch aus dem Maniok-Video. Und mit dem werde ich dann mal einen Tag mitgehen und werde euch da zeigen, wie man absolut korrekt Kautschukbäume schneidet, erntet, ja, von A bis Z einfach. Aber jetzt hier kurz mache ich einen Schwenk über das Kautschukfeld von meiner Schwägerin, zeige euch das mal kurz. Da seht ihr jetzt die Kautschukbäume von meiner Schwägerin. Ist ein kleines Feld, da schneidet der Sohn vom Neffe, der schneidet dort Kautschuk. Er verdient sich da neben der Schule ein bisschen Geld dabei und ja, somit hat er ein bisschen was und das Land hier wird auch zusätzlich noch genutzt. So, ich gehe jetzt weiter zu unserem anderen Land und schaue da mal noch, ob da schon Pilze wachsen, weil dort ist das Problem einfach, dort haben wir zwar einen Zaun außenrum, aber ja, da ist kein vernünftiges Tor, also das soll noch nachträglich angebaut werden.
Dort soll der Zaun auch nochmal erneuert werden, weil dort wachsen, sage ich mal, vernünftige Pilze. Und wir haben da einfach Angst, dass da hin und wieder sich Leute einfach daran bedienen, die das eigentlich nicht sollten. Im Moment, sage ich mal, sind wir mehr oder weniger selber schuld. Das Grundstück ist soweit offen. Wenn da jemand kommt, ja, ich sage mal, der gesunde Menschenverstand, der würde einem eigentlich sagen, da sollte ich nicht drauf gehen, da ist ein Zaun drumherum, das gehört jemandem. Aber ja, hier denken die Leute ein bisschen anders und wir denken da auch ein bisschen anders. Wir denken da eher an die Gemeinschaft. Im Moment ist es für uns okay, wenn sich da hin und wieder jemand dran bedient, aber auf die Dauer hin wollen wir das Grundstück einfach auch ein bisschen schützen. Jetzt zeige ich euch auch noch ein kleines unerfreuliches Geschehen, sage ich mal, beziehungsweise ich hatte da es sind sicherlich gute 1,5 Monate, 2 Monate schon her, als ich mit dem Bürgermeister darüber gesprochen habe, dass ich vermute, dass das Grundstück von der Schule hier ist, dass da einiges an Bambus umgeknickt ist, auf unser Land ragt. Hatte da eigentlich mit unserem Bürgermeister besprochen gehabt, dass das weggemacht werden sollte, dass ich da auch gerne bereit bin, da zu helfen. Ich kann das aber nicht allein machen, weil das ist einfach ein relativ starker Bambus. Da braucht sicherlich auch ein Traktor da dazu. Da ist einiges an Bambus einfach auf unser Grundstück gefallen. Das ärgert mich jetzt ehrlich gesagt schon wieder, dass ich da sehe, dass da nichts passiert ist. Ich habe da ehrlich gesagt auch kein Problem, das jetzt mal öffentlich zu machen. Ich weiß, ich werde da sicherlich mit triggern. Werde mir da auch wahrscheinlich keine Freunde mitmachen, aber ja, es ärgert mich einfach, wenn in solcherlei Hinsicht einfach nichts passiert. Trotzdem ich meine Hilfe angeboten habe, da auch dabei zu helfen, das zu entfernen, ist einfach nichts passiert, 1,5 Monate später, und das stimmt mich einfach ein bisschen traurig. Ich zeige euch mal, wie das jetzt aussieht hier, oder immer noch aussieht, so muss ich sagen. Ihr seht da jetzt, das ist quasi das Grundstück eigentlich von der Schule. Er hat mir dann schon gesagt, ja, das ist das Grundstück von der Schule, aber ich habe dann zu ihm gesagt, tut mir leid, du bist Bürgermeister, die Schule gehört zu unserem Dorf, schau, dass das entfernt wird, ich helfe da gern mit. Und wenn ihr hier seht, das hängt auf unserem Zaun, auf unsere Pfosten. Auf Dauer tut es sicherlich nicht gut. Da ist schon wieder was einfach entfernt worden, auf unseren Zaun geschmissen worden. Ja, das sind einfach Dinge, die mich hier denn schon stören, und ich bin der Meinung, dass da der Bürgermeister schon mehr aktiv sein sollte und auch darum schauen sollte, dass, wenn er schon so einen Hinweis bekommt, dass das auch entfernt wird. Und wenn ich dann auch noch meine Hilfe anbiete, da zu helfen, das zu sägen, dann bin ich der Meinung, dann erwarte ich da einfach einen Anruf, wo es dann heißt, komm René, jetzt geht's los, lass uns das beheben. Aber ja, nichts ist passiert. Aber ich gehe jetzt mal weiter und schaue nach den Pilzen. Ja, ich hoffe, mich versteht man, weil neben mir wird mit der Motorsense gearbeitet. Ich bin jetzt hier mitten in unserem anderen kleinen Urwald, das kleine Land, was wir hier noch haben, neben der Schule. Habt ihr ja eben gesehen, die umgestürzten Bambus. Ich hatte da jetzt gerade ein Gespräch mit dem Hausmeister der Schule und mit dem Direktor von der Schule. Die haben mir jetzt auf jeden Fall beide schon mal die Hilfe zugesagt, haben mir aber auch gleichzeitig gesagt, ich soll da auch noch mal mit dem Bürgermeister drüber reden. Denen war das nicht bewusst, dass man das machen sollte, ist aber vom Grundstück der Schule, also ja, auf jeden Fall werde ich da auf jeden Fall jetzt noch mal nachher zum Bürgermeister gehen und ihm das auch noch mal zeigen. Und hier
Habe ich leider auch noch keine Pilze entdecken können, aber es ist einfach schön, wenn man sieht, dass hier auch die Bäume ordentlich gewachsen sind und auch die neu gepflanzten Bäume gut gewachsen sind. Das soll ich mal kurz zeigen. Wenn ihr hier seht, den haben wir letztes Jahr auch neu gepflanzt. Der ist schon ordentlich und treibt auch schon wieder gut aus. Klar, hier gibt es viel Unkraut, aber ja, dann habe ich auch entdeckt, es ist ein Baum umgestürzt, auch hier auf dem Grundstück. Da werde ich sicherlich jetzt auch die nächsten Tage mal noch aktiv werden müssen, den schneiden und zerkleinern und hier rausnehmen. Und ich begebe mich jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen mehr auf Pilzsuche. Meine Frau hat mich noch gebeten, ein paar Bilder oder Videos zu machen von den Blumen, die hier vielleicht wachsen. Und ich möchte auch hier gibt es auch noch Ananaspflanzen, auch mal schauen, ob es hier noch Ananas zu holen gibt, bevor es jemand anders halt holt. We're pouring cup after cup after cup. Yeah, it's just the way we do it. Anything just to block out the real life, real life. Yeah, we're loving the way they think we're so messed up. Ja, also Ananas habe ich schon mal viele entdeckt. Das werde ich jetzt auch im Auge behalten müssen und hier mal den Abernten kommen. Ja, weil ich sonst eigentlich schade finde, wenn es jemand anders tut. Ich esse Ananas auch gerne und aus der Verwandtschaft auch. Dann verteile ich das lieber an die Verwandtschaft oder esse es halt eben selber. Ich zeige euch mal schnell. Es ist einiges, was da kommt. Ihr seht da jetzt eine, die zweite, die dritte. Ja, also Ananas gibt es wirklich noch und nöcher. Ich denke, ja, da werde ich die nächste Zeit mal hierher kommen müssen und das eben beobachten müssen. Ja, jetzt noch einen kleinen Abstecher auf unsere Kautschukplantage, also dort, wo wir den Kautschuk ja letztes Jahr neu gepflanzt hatten. Und ja, ich habe jetzt heute die ehrenvolle Aufgabe, hier die Bäume zu zählen, die es nicht überlebt haben. Und habe mir jetzt mal einen Überblick verschafft. Es sind ja, rund 150 Bäume, die wir neu pflanzen müssen. Und ja, ist halt eben auch durch die Hitze, ja, kann man irgendwo nichts ändern. Am Anfang hat es eigentlich alles ganz gut ausgesehen. Waren nur ein paar Bäume, die eingegangen sind, aber jetzt mittlerweile eben durch die Hitze, wo hier so lange war. Und ich denke, der ein oder andere wird vielleicht schon auch nochmal kommen. Also ich denke, dass wir da ein bisschen mehr Bäume kaufen werden als Reserve einfach. Aber ja, ich denke so, das ist das Große. Der Plan ist jetzt eben die nächste Zeit vielleicht auch morgen schon neue Bäume zu kaufen. Und ja, dann werden wir die jetzt dann zur kommenden Regenzeit dann einfach austauschen. Ich zeige euch mal kurz das Feld. Ihr kennt es ja. Auch da werde ich euch mal das Video verlinken von der Kautschukbaumpflege, wo ich da mal drin hatte. Dann könnt ihr mal sehen, wie die Plantage hier damals ausgesehen hat, wie es jetzt aussieht. Ist eine Menge Unkraut da wieder da. Ich denke, dass ich hier auch nochmal rausgehe zum Unkraut schneiden. Muss ich mal schauen. Ja. Ich zeige euch auf jeden Fall mal jetzt, wie es aussieht. Hier seht ihr jetzt die linke Seite. Dann haben wir hier die rechte Seite. Ihr seht, da sind da teilweise schon ein paar Bäume dabei, die ganz ordentlich gewachsen sind. Aber dann halt eben auch Bäume wie der hier, der eingegangen ist. Ja, so sieht unsere Kautschukplantage im Moment aus. Auch ein bisschen traurig, finde ich, aber ja,
die Hitze hat halt einfach ihre Spuren hinterlassen. Ja. Ich denke, ich werde da nochmal hingehen müssen, die Bäume nochmal ein bisschen. Habe jetzt schon ein paar Bäume wieder aufgerichtet, die durchs Gewicht einfach umgefallen sind. Ja, ich fahre jetzt auf jeden Fall nochmal weiter und dann sehen wir uns später wieder. Still they wanna tear us apart. There's something different about the way we are. Ja, ich wollte mich auch für die zahlreichen Kommentare noch bedanken, die da ein bisschen Angst hatten, dass ich mich da vielleicht bei der Nachbarin, sag ich mal, im Ton vergreifen würde. Das habe ich natürlich nicht gemacht. Ich glaube, das ist ein bisschen falsch rübergekommen, wenn ich immer sage, ich möchte mit denjenigen reden. Ich bin ganz sicherlich kein streitsüchtiger Mensch, bin aber trotzdem auch der Meinung, dass solche Dinge einfach angesprochen werden sollten. Hat doch meine Familie, also meine Schwägerin und meine Frau mir auch so gesagt. Ich habe dann ein vernünftiges Gespräch mit ihr geführt. Das ist alles ganz unkompliziert abgelaufen. Sie hat mir dann erklärt, dass das der Bürgermeister war, der den Baum umgemacht hat, weil die Gefahr bestanden hat, dass der Baum einfach auf die Straße, auf unser Grundstück fällt. Der Bürgermeister ist dann am Morgen gekommen, hat den Baum umgemacht. Ich bin dann noch kurz zum Bürgermeister vorbeigefahren, habe gefragt, ob wir das nicht eventuell zusammen einfach wegmachen können. Er hat mir dann gesagt, mach dir keine Sorgen, das mache ich dann am nächsten Morgen weg, brauchst keine Angst haben. Ja, ich habe dann letztendlich doch noch alles ein bisschen noch sauberer gemacht, so dass es einfach so aussah, wie es vorher auch war. Und ja, die Sache ist jetzt erledigt. Ich bin da auch niemandem böse, um Gottes Willen. Wollte es einfach nur noch mal hier sagen. Ich habe ein sehr gutes Verhältnis hier zu allen Dorfbewohnern. Ja, also da macht euch mal keine Sorgen. Ich weiß schon, mit meinen Worten umzugehen. Ich weiß, inwieweit ich hier gehen kann oder darf. Solange das auch mich oder meine Familie nicht betrifft, sind mir viele Dinge hier auch, sage ich mal, prallen an mir ab. Ja, wenn es dann aber einfach uns betrifft, dann bin ich einfach der Meinung, dann geht es da nicht darum, um ein Streitgespräch zu suchen, sondern dann geht es einfach darum, da auch ein bisschen Aufklärung zu betreiben. Ja, dass sie selber hätten es ja auch nicht gern, wenn von mir irgendwo, sage ich mal, wenn ich dann einen Baum ummache und der ganze Dreck liegt auf deren Seite, dann ist das für mich einfach selbstverständlich, dass ich das dann auch wegmache. Und ja, es ist auf jeden Fall alles ohne Streit abgelaufen. Wir haben uns da wirklich gut unterhalten. Ich habe auch ein sehr gutes Verhältnis zum Bürgermeister und zur Nachbarin. Also das ist alles im grünen Bereich. Also ich wollte euch nur noch mal sagen, da müsst ihr euch wirklich gar keine Gedanken drüber machen. Okay, das wollte ich einfach mal noch loswerden. Ja, jetzt hier in der wunderschönen, nehmen wir die Mütze ab, dann seht ihr mein Gesicht wahrscheinlich auch, in der wunderschönen Abendkulisse möchte ich mich nun verabschieden. Ich würde hier an der Stelle das Video beenden. Es wird wahrscheinlich ein kurzes Video für den Sonntag geben oder wahrscheinlich wird es auch wieder ein bisschen länger. Das sehen wir dann oder sehe ich dann, wenn es schneit. Ja, ich hatte großartig eigentlich nichts geplant. Ich wollte eigentlich euch am Mittwoch einen schönen Markt besuchen. Da war hier ein großer Feiertag. Ich war auf dem Markt, aber es war wirklich so menschengeladen. Also es wäre da wirklich unmöglich gewesen zu filmen. Ich hoffe, dass ich das irgendwann mal nachholen kann. Dieser Markt ist eigentlich an jedem großen Buddha-Tag. Das heißt zweimal im Monat. Und ich denke, dass ich da dann mal noch diesen Markt besuchen werde. Wahrscheinlich auch ganz früh, vielleicht schon um 7 oder um 8. In der Hoffnung, dass da noch nicht so viele Leute dort sind, dass ich euch den Markt mal zeigen kann. Das war eigentlich mein Plan für dieses Sonntagsvideo. Jetzt, ja, dadurch, dass mir der Regen natürlich auch wieder ein bisschen hier meine Pläne durchkreuzt hat, was für mich aber nicht negativ ist, sondern eher positiv, ja, zeige ich euch halt
jetzt am Sonntag dieses Video. Ich hoffe, ihr habt da trotzdem auch Freude dran gehabt. Und ja, würde mich natürlich auf jeden Fall freuen, wenn euch das Video auch gefallen hat. Ich sage trotzdem vielen, vielen Dank an der Stelle fürs Zuschauen. Ich wünsche euch jetzt wie immer eine ganz gute Zeit. Bleibt gesund, passt auf euch auf und dann sehen wir uns zum nächsten Video wieder. Ich sage Tschüss, euer René aus Thailand. And the reason why we stay. We fly around like paper planes. They never know where we will fall. Nobody can see us. Still they wanna tear us apart. There's something different about the way we are.